Das ist also der junge Mann, der an Sperling ersetzen soll? Sie kennen sich ja schon. Christian Mann, mein Cousin. Er hat sich neulich um den Pool gekümmert. Justus Stiel, unser Butler. Auf der Pressekonferenz morgen wird Mutter mich zum neuen Firmenchef erklären. Nicht wahr, Mutter? Danach bleiben dir genau 5 Minuten, um deinen Schreibtisch zu räumen. Ach, das ist dein Rucksack. Meiner sieht ganz genauso aus. Moment mal. Du glaubst doch jetzt wohl nicht im Ernst, ich wollte dir dein Geld klauen. Für wie blöd hältst du mich denn noch? David, ich schwöre. Du solltest dir gut überlegen, was du jetzt sagst. Weißt du, du wirst mich anzeigen? Reicht es dir nicht, dass du mich erst verarscht hast? Musst du mir jetzt auch noch die Kohle klauen? Das mach mal halblang. Wegen dem paar Schein, das habe ich überhaupt nicht nötig. Sonst hättest du es wohl kaum versucht. Kannst du das irgendwie beweisen? Siehst du, dann wäre ich vorsichtig mit solchen Aussagen. Sonst kriegst du noch eine Verleumdungsklage an den Hals. Du bist ja sowas von krank. Nicht halb so krank wie du, peinlich. Ich hätte was verdient. Als Schmerzensgeld sozusagen. Schon allein, weil ich mich von einem Vollidioten wie dir befummeln lassen habe. Warte, Carla, das war anders abgesprochen. Ansgar hat da was falsch verstanden. Bitte, ich weiß gar nicht, was du meinst, Mutter. Ist das wieder einer deiner widerlichen Tricks? Mutter, du warst es doch, die mich gebeten hat, wieder die Leitung der Firma zu übernehmen. Weil du nur mir zutraust, sie aus dem Gröbsten herauszuführen. Aber das habe ich nie gesagt. Ich dachte, es geht dir nur um das Wohl der Familie. Carla, das tut es doch auch. Du hast mich belogen. Das ist nicht wahr. Wie konnte ich dir nur glauben? Carla, alles, was ich gesagt habe, habe ich genau so gemeint. Schluss jetzt! Mir reicht, was ich gehört habe. Aber lass dir doch erklären, dass ich doch... Vor mir die liebende Mutter spielen und hintenrum seine Machtübernahme vorbereiten? Herzlichen Glückwunsch. Warte! Tja, ich fürchte, euer inniges Mutter-Tochter-Verhältnis war wohl nur von kurzer Dauer. Sind Sie sicher? Herr Mann? Können Sie mir sagen, was diese Markierung bedeutet? Marode. Nur, dass dieser Baum kerngesund ist. Was? Sie haben ihn zum Fällen freigegeben. Was ist das denn da? Das sind klare Anzeichen für schweren Pilzbefall. Das sind Flechten. Die sind völlig harmlos. Und wenn Sie die nicht von schädlichem Pilzbefall unterscheiden können, ist das wohl kaum der richtige Job für Sie. Das sind nie im Leben harmlose Flechten. Dafür ist der Bewuchs viel zu dunkel. Otto. Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Das ist ganz gewöhnliches Moos. Was? Ja, Moos. Sind Sie sich da sicher? Ganz sicher. Die Herrschaft wäre kaum erbaut davon, wenn Sie Ihren Park über Nacht in eine Mondlandschaft verwandeln, nur weil die Bäume ein bisschen Moos angesetzt haben. Wohl kaum. Muss ich halt noch mal drüber gucken. Kommen Sie klar damit? Oder brauchen Sie jemanden, der Sie noch mal in die Grundzüge der Pflanzenkunde einweist? Nein, ich schaffe das schon. Das wirst du zurücknehmen. Was denn? Deine Entscheidung, mich zum Chef der Holding zu machen? Das war nicht meine Entscheidung. Ich fürchte nur, leider interessiert es niemanden. Weißt du, wie schwer es war, Carlas Vertrauen zu gewinnen? Und du hast mit einem Schlag alles wieder kaputt gemacht. Dir ist schon klar. Solange Carla mir nicht traut, ist sie ein ständiger Risikofaktor. Was das? Es war einfach dumm und unüberlegt. Sag mal, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Nur zur Erinnerung. Du bist nicht meine Mutter, Francesca. Du bist nur meine durchgeknallte, totgeschwiegene Tante.
Und du bist hier genau so lange geduldet, wie du mein Spiel spielst. Und was kommt da als nächstes? Ich höre dich nicht. Die Pressekonferenz. Stimmt. Und was wird da passieren? Ich mache dich zum Leiter der Holding. Und wenn du das ohne größere Probleme über die Bühne kriegst, dann bleibt dir die Klapse auch bis auf Weiteres erspart. Aber denk dran, ein kleiner Fehltritt, das kann sich sehr schnell ändern. So, Tisch 4. Alles klar. Jo, tut mir leid. Die Glückliche. Ich weiß gar nicht, wie gut sie es hat. Judith, ich weiß nicht. Studieren und Kellnern, das kann ganz schön stressig sein. Aber wie ich sie kenne, kriegt sie das schon hin. Wenigstens hat sie nette Kollegen um sich rum, die sie nicht hintenrum mobben. Wer wird denn gemobbt? Willst du doch sowieso nicht wissen. Ah, deine Bestellung. Danke. Also, wer wird gemobbt? Du etwa? Und von wem? David. Ja, klar, David mobbt dich. Das wird ja immer besser. Ich habe ja gleich gesagt, dass du mir nicht glaubst. Er ist total fies zu mir und erzählt überall Lügenmärchen über mich. Sogar bei Charlie. Quatsch, warum sollte er das bitte tun? Ja, warum wohl? Weil ich mich von ihm getrennt habe. Stimmt, und nicht auf die feine englische Art. Damit kommt er nicht klar. Darf ich mal? Psst, danke. So. David will sich also rächen. Ach komm, Olivia, hör auf mit dem Stuss. Das passt doch überhaupt nicht zu ihm. Das sagst du. Aber du kennst ihn eben nicht so gut wie ich. Lassen wir das. Okay. Genug von deinen komischen Andeutungen. Raus mit der Sprache. Was war da los? Was machst du denn noch hier? Du hast doch längst Feierabend. Ja, ich habe mich noch ein bisschen im Internet informiert über Pflege von Parkanlagen und Landschaftsgestaltung und so. Du nimmst deinen Job aber ernst. Ja, nicht, dass ich noch einen Bock schieße. Habe ich was verpasst? Nee, Quatsch. Es ist nur... Wenn ich einen Job mache, dann will ich ihn auch richtig machen, weißt du? Trotzdem, irgendwas ist. Ich kenne dich doch. Justus. Hat er dir wieder neue Ordner zum Sortieren gebracht? Na nee, da musst du wohl durch. Nein, das ist es nicht. Sondern? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit draußen im Park wegen der Bäume. Stella, ist egal. Wir sehen uns morgen, okay? Bis morgen. Machst du mir eine Cola? Hallo? Ist irgendwas? Habe ich was verbrochen? Olivia war gerade da. Ach, das ist mir ja gar nicht aufgefallen. David, ich meine, ich verstehe dich ja. Wie Olivia dich abserviert hat, das war unterste Schublade kein Thema. Ja, das kann man wohl sagen. Ja, und sie lässt ja auch sonst kein Fettnäpfchen aus. Trotzdem kannst du nicht rumlaufen und Geschichten über sie erzählen. Was? Ja, und schon gar nicht bei Charlie. David, wenn sie jetzt auch noch ihren Job im Schneiders verliert, dann hat sie echt Probleme. Mag ja sein, aber was habe ich damit zu tun? Ja? Vielleicht wolltest du dich ja für ihr Verhalten revanchieren? Hast sie deswegen bei Charlie angeschwärzt? Wer sagt das? Olivia? Ja. Und guckst mich jetzt an wie ein UFO. Weil davon kein Wort wahr ist. Ich habe Olivia weder bei Frau Schneider noch bei sonst jemand angeschwärzt. Will das heißen, dass... Wundert dich das? Warum macht sie das immer? Das ist noch nicht alles. Ich habe sie heute dabei erwischt, wie sie mir den Lohn aus meinem Rucksack geklaut hat. Was? Schönen Abend noch.
Frau Mann, haben Sie schon mit Justus gesprochen? Sollte ich das? Oh ja? Er wollte sich doch nach Bezugsquellen für ökologische Düngemittel erkundigen, oder? Ach, für die Rosenbeete. Richtig. Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bringe dir dann morgen früh die Steinpilze vom Markt mit. Sehr gut. Guten Abend. Das habe ich so vermisst. Ist was passiert? Das kann man so sagen. Ich wurde mal wieder von einer Person enttäuscht, die ich gerade mein Herz schließen wollte. Du sprichst jetzt aber nicht von mir. Als wir heute Morgen im Schneiders waren, ist dir da irgendwas an meiner Mutter aufgefallen? Ich fand sie nett, offen und herzlich. Das war gespielt. Für mich ist sie die verlogenste und hinterhältigste Person, die ich kenne. Abgesehen von Ansgar und Tanja vielleicht. Aber wieso? Sie hat mir kaltlächelnd erklärt, dass sie mir morgen die Leitung der Firma entziehen wird. Was? Deine Mutter? Und jetzt rate mal, wer dann statt meiner die Leitung übernimmt. Ansgar. Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe so sehr gehofft, dass sie sein mieses Spiel durchschaut, aber... Und was wirst du jetzt dagegen unternehmen? Nichts. Ich werde ab morgen viel Zeit haben. Aber das kann sie doch nicht mit dem machen. Doch, das kann sie. Als Familienoberhaupt ist sie weisungsbefugt. Ich wünsche, sie wäre nie zurückgekommen. Wenn du noch mal mit ihr sprichst. Das bringt nichts. Ansgar ist ihr Liebling. Und wenn es um ihn geht, dann sind alle anderen abgeschrieben. Justus? Darf ich Sie fragen, was Sie da tun? Wir kontrollieren den Zustand der Bäume. Einige sind krank und werden gefällt werden müssen. Hatten Sie diese Aufgabe nicht Ihrem Mann übertragen? Das ist richtig. Und warum kontrollieren Sie dann alles nochmal nach? Der Mann ist sicher ein sehr guter Sportler, aber er ist kein... Oh, Nichts passiert. der Mann ist sicher ein sehr guter Sportler. Aber er ist kein Landschaftspfleger. Mit anderen Worten, Sie halten ihn nicht für qualifiziert genug? Vielleicht wäre eingeschränkt qualifiziert die passende Bezeichnung. Warum haben Sie ihm dann nicht eine andere Aufgabe übertragen? Ich habe ihm zugetraut, gewöhnliches Moos von schädlichem Pilzbefall unterscheiden zu können. Offenbar habe ich mich geirrt. Es liegt mir fern, Ihre Personalpolitik zu kritisieren, aber Was wollen Sie damit sagen? ich befürchte, dass bei einigen Neueinstellungen persönliche Bindungen eine Rolle spielen. Ich darf doch sehr bitten. Das entbehrt jeder Grundlage und ist absoluter Unfug. Wird es noch mal was mit meiner Cola? Kommt sofort. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, mich hierher zu bestellen. Ich habe meine Zeit nämlich nicht zu verschenken. Der Grund bist du. Machst du mir einen Kaffee? Ist so gut wie fertig. Danke. Falls du es noch mal mit mir versuchen willst, vergiss es. Keine Chance. Keine Angst. Ich bin vielleicht ein bisschen bescheuert, aber nicht lebensmüde. Was willst du dann? Etwas lässt mir einfach keine Ruhe. Als du mit mir Schluss gemacht hast, da hast du mich doch schon von anderen Leuten blamiert. Warum musst du jetzt noch einen draufsetzen und überall Lügen über mich erzählen? Du bist nun mal der geborene Verlierer. Es macht einfach Spaß zuzusehen, wie du immer tiefer in die Scheiße rutschst. Du bist ja sogar zu dämlich, mich anzuzeigen, wenn ich dir dein Geld klauen will. Hörst du mir überhaupt zu? Interessant, was man hinter der Bar alles mitbekommt.
Ach, wisst ihr, Rebecca macht süchtig. Die dreht lieber ein paar Runden im Park, als sich mit Samis am Buffet zu treffen. Statt rumzustänkern, finde ich, sollten wir lieber die Differenzen der Familie beilegen. So, stänkern war doch immer deine Spezialität. Meinst du, wie deine das absondern und überflüssige Kommentare? Autsch. Das hat aber gesessen. Wisst ihr, manchmal habe ich den Eindruck, euch ist gar nicht bewusst, wie sehr unser guter Ruf davon abhängt, wie wir uns als Familie präsentieren. Seit wann interessiert dich unser guter Ruf? Ich dachte, dir geht es nur um dich. Das eine schließt das andere nicht aus. Entschuldigt mal, worum geht's hier gerade? Wer soll wen, wann, wo und warum präsentieren? Ich glaube, das kann dir unsere Mutter ganz gut erklären. Wir werden heute ein Exklusivinterview geben, um die Öffentlichkeit über die Rückkehr unserer lieben Mutter in den Schoß der Familie zu informieren. Ich hatte zugegebenermaßen zunächst an eine Pressekonferenz gedacht, aber ich habe den Eindruck, so ein Interview gibt dem Ganzen eine persönlichere und sympathischere Note. Und wieso hast du es nicht für nötig gehalten, das mit uns abzusprechen? Warum? Es wird doch wohl niemand was von euch dagegen haben. Oh, doch. Ich denke nämlich, dass Mutters Rückkehr unsere Privatangelegenheit ist. Mir fällt kein Grund ein, warum wir das an die große Glocke hängen sollten. Tja, das sehe ich anders. Ich denke, dass es ganz in Mutters Sinne ist, die Öffentlichkeit an unserem Glück teilhaben zu lassen. Nicht wahr, Mutter? Und bei der Gelegenheit können wir dann gleich verkünden, dass die Geschicke der Firma zukünftig wieder von mir geleitet werden. Olli, du kannst mich doch jetzt nicht einfach aus der Pension werfen. Doch, kann ich. Ja, aber wo soll ich denn jetzt hin? Was das angeht, habe ich unbegrenztes Vertrauen in deine Erfindungsgabe. Was? Um Leute wie dich mache ich mir keine Sorgen. Du fällst immer auf die Füße. Ich weiß, dass es falsch war, was ich mit David gemacht habe, aber jeder Mensch hat doch eine zweite Chance verdient. Wenn ich richtig mitgezählt habe, wäre es bei dir Nummer 37. Können noch ein paar mehr sein. Ich habe da langsam die Übersicht verloren. Aber... Olivia, es reicht. Ich kann mir deine ständigen Lügen nicht mehr geben, also mach's gut und lass dich hier nicht mehr blicken. Olli! Gib dir keine Mühe. Olivia, wenn du nicht endlich ein paar Sachen kapierst, ist es bald zu spät, also mach's gut. Na, hast du schon wieder Pause? Was heißt denn hier schon wieder, hä? Jetzt reg dich nicht auf, es war nur ein Spaß. Hat irgendjemand das Handy von Rebecca von Lahnstein gesehen? Sie hat es wahrscheinlich beim Joggen im Park verloren. Im Park war ich schon länger nicht mehr. Er ist noch so doof und nimmt sein Handy mit zum Joggen. Offensichtlich Rebecca. Ja, damit sie ihren Chauffeur anrufen kann, wenn sie außer Puste ist, ne? Kannst du mir mal sagen, was du gegen Rebecca hast? Das fragst du noch? Ja. Also bitte erklär mir was. Das ist eine verwöhnte Prinzessin. Geht es etwas genauer? Stella, Rebecca nervt mich schon den ganzen Tag. Ich soll ihr Handy irgendwo im Gelände suchen. Du bist doch eh so viel im Park. Ja und? Hast du es getan? Vielleicht Besseres zu tun? Die Prinzessin soll einfach besser auf ihren Kram aufpassen. Dann braucht sie auch niemanden, der an ihr hinterherträgt. Christian, die Lahnsteins sind deine Arbeitgeber. Ja, okay, ich bin unterwegs. Na, bist du jetzt zufrieden? Es musste doch eine Genugtuung sein, mich so in deiner Rolle scheitern zu sehen. Dabei fege ich nur die Scherben auf, die du hinterlassen hast. Du siehst ja, was aus deinen Kindern geworden ist. Egoisten, die sich hassen und nicht in der Lage sind, zivilisiert miteinander umzugehen. Jetzt soll ausgerechnet ich Carla vom Thron stoßen, damit Ansgar ihren Platz einnimmt. Dabei ist er mit Abstand der schlimmste von allen. Aber wir werden noch sehen, wer von uns beiden die bessere Mutter ist. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you.
Rock-a-dunk-dunk-dunk-dunk. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-dunk-a-dunk-dunk-dunk. My heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips. 'Cause all they say is kiss, 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 kiss. Ach, Tanja, nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass du gefragt wirst. Du kennst doch deinen Text, oder? Sie hatte Schwierigkeiten mit der Mafia. Um sich und ihre Familie zu schützen, hat sie einen Unfall inszeniert und ihren Tod vorgetäuscht. Und wo hat sie sich all die Jahre aufgehalten? Bei Mönchen in Italien. Die waren eingeweiht und haben sie geschützt. Brav. Hoffentlich kommt sie überhaupt. Davon gehe ich doch aus. Vielleicht hat Mutter es sich ja noch mal anders überlegt. Was hättest du wohl gern, Leo? Vielleicht hat eure Mutter auch eingesehen, dass ein Wechsel der Firmenleitung von Carla zu dir nicht nur Vorteile hätte. Ich glaube kaum, dass sie es sich noch mal anders überlegt hat. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, ob ich mir diese Farce überhaupt antun soll. Mutter. Showtime. So, meine Herren, darf ich vorstellen, meine Mutter, unsere Mutter, Franziska von Lahnstein. Öffnen Sie bitte die Tasche. Was ist denn los, Herr Stiel? Das ist das Handy der jungen Gräfin Rebecca. Ich erkenne es an dem, nun ja, originellen Klingelton. Na und? Sie geben es also zu? Was? Dass Sie es gestohlen haben. Das soll ja wohl ein Witz sein. Also in diesem Fall bleibt mir leider nichts anderes übrig, als Frau Mann eine Meldung zu machen. Sie wird entscheiden, ob die Polizei eingeschaltet wird oder nicht. Nach der Schilderung Ihrer ausführlichen Geschichte würde ich ganz gern zu den Konsequenzen für die Lahnstein Holding kommen. Bitte. Sind nach Ihrer Rückkehr Änderungen in der Führungsstruktur des Unternehmens geplant? Allerdings. Es wird einen Wechsel an der Spitze geben. Meine Tochter Carla, die die Firma lange Zeit sehr erfolgreich und mit großem Engagement geleitet hat, wird mit sofortiger Wirkung all ihre Ämter niederlegen. Und wer wird Ihr Nachfolger? Ich werde die Holding übernehmen.